Kann man in 3 Monaten auf das C1-Niveau kommen? Ja! Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und du lernst jetzt, wie du in nur 3 Monaten vom B auf das C-Niveau kommen kannst. Ja, das ist natürlich möglich und ja, es ist natürlich Arbeit. Aber es ist viel weniger Arbeit, wenn du diese 3 Dinge hast. Ein Lernziel, die richtige Methode und natürlich das passende Material. Das alles bekommst du hier bei mir. Denn damit du dieses Jahr auf das C1-Niveau kommst, mache ich wieder einen Gratis-Workshop für dich. In 3 Videos, einem Livestream und mit vielen Inhalten aus meinem ultimativen C1-Kurs lernst du Schritt für Schritt, wie du mit deinem persönlichen Lernplan an dein Ziel kommst. Du findest alle Informationen und Inhalte in der Beschreibung unter diesem Video. Melde dich direkt kostenlos an. Ich freue mich sehr auf deine Teilnahme. Wir starten direkt mit der Frage, welches Ziel hast du? Brauchst du das C-Niveau für deinen Beruf? Wenn ja, für welchen Beruf? Brauchst du es für eine Prüfung? Wenn ja, für welche Prüfung? Willst du besser sprechen können oder interessierst du dich eher für die deutsche Literatur? Hier deine erste Aufgabe des Workshops. Schreibe einen Kommentar und stelle mir dein Ziel so genau wie möglich vor. Versuche exakt zu beschreiben, was du lernen möchtest, denn damit machen wir später einen Lernplan für dich, damit du auch wirklich an deinem Ziel ankommst. Nächste Frage. Was brauchst du auf dem C1-Niveau überhaupt? Beim Lernen einer Sprache geht es immer um 4 Elemente. Lesen, hören, schreiben und sprechen. Es ist wichtig, alle 4 Elemente zu trainieren, denn nur vom Sprechen lernt man sprechen und nur vom Schreiben lernt man schreiben. Du brauchst erstens einen breiten Wortschatz zu alltäglichen und auch fachsprachlichen Themen. Das sind etwa 4.000 bis 5.000 Wörter, mit denen du Sachtexte, Romane, die Nachrichten und natürlich auch die Zeitung verstehst. Das ist gar nicht so viel, denn unsere Sprache hat viele 100.000 Wörter. In den Materialien dieses Workshops findest du den Wortschatz bis B2 mit ungefähr 3.500 Wörtern. Neben dem Lesen und Hören brauchst du also noch mündliche Kompetenzen, um problemlos an Gesprächen mit Muttersprachlern teilzunehmen. Dazu benötigst du vor allem Redemittel und Textkonnektoren, um dich klar und verständlich auszudrücken. Auch diese findest du in den Gratis-Workshop-Materialien. Einer der schwierigsten Bereiche für Deutschlerner ist das Schreiben, denn auf dem C1-Niveau braucht man anspruchsvolle Strukturen und man sollte Fehler vermeiden. Dazu brauchst du eine gute Grammatik, denn Grammatik kommt aus dem Griechischen und bedeutet die Kunst des Schreibens. Im Livestream schauen wir uns die C-Grammatik mal genauer an, sei also auf jeden Fall dabei. Okay, das ist jetzt ziemlich viel auf einmal, aber wenn du verstehst, wie unser Gehirn überhaupt Informationen speichert, dann wirst du unsere Sprache viel schneller lernen. Hier ein paar Fakten aus der Lernpsychologie, die mein Germanistikprofessor mir damals gezeigt hat. Auf diesem Schaubild siehst du, dass wir uns Dinge am besten merken, wenn wir sie aktiv tun. Wenn du also etwas sagst und schreibst und irgendwie machst, merkst du dir bis zu 90% und speicherst es langfristig in deinem Gehirn ab. In der Praxis könnte das sein, dass du dich über ein Thema gut informierst und es dann jemandem erklärst oder zeigst. Diese Methode nennt sich Input-Output. Dazu komme ich gleich. Also, wenn du etwas nur liest, merkst du dir im Schnitt etwa 10% davon. Und du willst ja lieber 90%, oder? Generell gilt, je mehr Kontakt du zur Sprache und den 4 Elementen Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen hast, umso besser. Ich weiß, wir haben alle viel zu tun, aber wenn du jeden Tag nur 20 Minuten übst, wirst du in kurzer Zeit schon sehr große Fortschritte sehen. Nun zeige ich dir mal die Input-Output-Methode genauer, denn mit dieser Methode schaffst du das C1-Niveau. Im Prinzip ist sie ganz einfach. Input ist alles, was du aufnimmst, also hörst und liest. Output ist alles, was du abgibst, also sprichst und schreibst. Aber du sollst nicht einfach ohne Plan irgendwas lesen oder hören, sondern du suchst dir ein bestimmtes Thema aus und wirst darin eine Art Experte.
Du kannst auch ein Thema nehmen, mit dem du dich in deiner Muttersprache schon gut auskennst. Es kann jedes Thema sein, für das du dich interessierst. Zum Beispiel Autos, Reisen, Fußball, Kochen, Musik, Bitcoin oder die Weiten unseres Universums. Und hier kommt schon deine nächste Aufgabe. Schreibe einen weiteren Kommentar, in dem du mir ein Thema nennst, für das du dich wirklich interessierst und auf das du dich vorbereiten willst. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Nun brauchen wir Input für dieses Thema, damit du dich tief einarbeiten und später gutes Output produzieren kannst. Je mehr du über dein Thema weißt, umso mehr kannst du darüber sagen oder schreiben und umso mehr Deutsch lernst du. Ganz einfach, oder? Nun hast du natürlich sehr viele Möglichkeiten, dich zu informieren, vor allem im Internet. Suche Artikel, Videos, Podcasts, Interviews oder andere Quellen und erstelle dir einen Pool zu deinem Thema. Es sollten mindestens 3, maximal 6 Quellen sein, sonst wird es zu viel. Ich habe dir in den Workshop-Materialien nützliche Links zusammengestellt. Du kannst dir, wie gesagt, alles kostenlos über den Link unter diesem Video herunterladen. Lies dir deine Inhalte dann in Ruhe durch. Notiere und übersetze dir neue Wörter, die zum Thema passen und erstelle dir eine Art Übersicht oder Inhaltsverzeichnis mit einer logischen Reihenfolge. Stell dir einfach vor, du präsentierst dein Thema jemandem, der sich überhaupt nicht damit auskennt. Sobald du das gemacht hast, geht es ans Output. Und hier wird's interessant. Du stellst dein Thema vor. Das kann als geschriebener Text sein, du kannst es aber auch jemandem erklären oder als Audio oder Video aufnehmen. Oder du stellst dich einfach vor den Spiegel und erzählst drauf los. Im besten Fall hast du deutsche Muttersprachler oder Leute mit guten Deutschkenntnissen, mit denen du über das Thema sprichst. Du könntest eine Diskussion darüber führen und auch Fragen stellen. Wie gesagt, du findest jede Menge Redemittel dafür in den Workshop-Materialien. Vielleicht fragst du dich jetzt, aber wer korrigiert mich denn? Wenn du einen Muttersprachler in der Nähe hast, kann er oder sie dir vielleicht helfen. Ansonsten ist ChatGPT auch eine gute Möglichkeit, eine Korrektur zu bekommen. Wenn du lieber mit einem Lehrer zusammenarbeiten und einen Experten an deiner Seite möchtest, dann ist mein C1-Kurs vielleicht das Richtige für dich. Die Anmeldung geht übrigens nächste Woche wieder los. Ich gebe dir im Verlauf des Workshops noch mehr Infos dazu. Insgesamt ist das C1-Niveau nicht nur sprachlich sehr anspruchsvoll, sondern auch inhaltlich. Du brauchst Kenntnisse über komplexe Situationen, aber mit der Input-Output-Methode und etwas Fleiß kannst du es natürlich auf jeden Fall schaffen. Ja, und das war auch schon der erste Teil des C1-Workshops. Wie hat dir die Input-Output-Methode gefallen? Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Und beim nächsten Mal schauen wir uns das Thema Input genauer an und ich zeige dir eine Lesemethode, mit der du jeden Text schneller verstehen wirst. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.